Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Botschaft. Wir holen uns erstmal ein Thema ab. Mit den Tarotkarten, ich möchte wissen, über was sprechen wir heute, über wen oder was sprechen wir heute. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Worum geht es? Nein, keine 15.000 Karten. Worum geht es heute? Worüber sprechen wir? Hui! Okay. Über einen König der König der Stäbe. König der Stäbe und die 2 der Münzen. Unter dem Deck, auch in Kopflage, die 2 der Stäbe. Eine männliche Energie, die eventuell nicht in ihrer männlichen Energie ist, nicht in ihrer Leidenschaft, nicht in ihrem spirituellen Status, nicht in ihrem Bewusstsein, nicht in der Lage, Dinge ins Gleichgewicht zu bringen zwischen geistiger Ebene und materieller Ebene, also auf der weltlichen Ebene quasi. Vielleicht ist er nicht ganz hier, nicht ganz geerdet, nicht ganz im Hier und Jetzt, und dementsprechend auch irgendwo vor einem Portal, vor einem Tor, das sieht man hier auch ganz schön, steht davor, weiß aber nicht, wie es weitergeht, weiß nicht, in welche Richtung es geht. Vielleicht bist es du, deine männliche Energie, dein Anteil oder vielleicht die Person, für die du schaust. Spür dich da bitte rein. Das ist eine verzwickte Situation, weil das ist eine Blockade, es ist eine Stagnation in Bezug auf einen bestimmten Lebensbereich, in Bezug auf irgendwas oder tatsächlich im Allgemeinen, also dass man einfach als Person gerade nicht weiterkommt, als Individuum auf seinem eigenen persönlichen Weg, in seiner eigenen persönlichen Welt. Ich kenne diesen Zustand, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Stocken, weil es ist wirklich so eine blöde Situation, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil in den meisten Fällen sieht man hier tatsächlich keinen Ausweg. Also man steckt fest, man will eigentlich weiterkommen, man will wieder in seine Kraft kommen, man möchte gerne weitergehen, seine Dinge klären, Entscheidungen treffen, glücklich sein und so weiter und so fort. Aber man schafft es einfach nicht. Man kann diesen einen Punkt nicht überwinden. Das Jonglieren mit den Werten, das Jonglieren mit den Gedanken, Gefühlen, mit den Taten. Ich glaube, wir nehmen jetzt für jede Frage, die hier sich noch auftut oder zeigt, ein anderes Tarotdeck. Oder so. Ja, das ist doch auch mal eine gute Idee, oder? Genau, dann nehmen wir jetzt das Spezielle für die männliche Energie. Was möchten wir wissen? Womit hat diese Situation zu tun? Also, wo kämpft er sich gerade durch? Wo hängt diese männliche Energie fest? Was bedeutet das? Da ist gerade ein enormer Mangel an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertthemen.
der Selbstwert ist gerade so dermaßen im Keller. Man versucht vielleicht einen klaren Gedanken zu fassen, aber kommt in Bezug auf diese Situation oder auf diesen Zustand einfach nicht weiter. Was bedeutet es? Mit was hat es zu tun? Um welche Situation geht es? Die 6 der Münzen. Der Mond. Und unter dem Deck Page der Münzen in Kopflage. Oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht tatsächlich in diesem Deck, ob das der Page oder der Ritter der Münzen ist. Aber das kriegen wir raus. Da gucken wir nämlich schnell, ob wir irgendwo... Ah, nee, der Vater ist der König. Es gibt den Vater und es gibt den Sohn. Ah, die Tochter, ja, Page. Okay, alles klar. Also, das ist Page der Münzen. Wunderbar. So viele Kartendecks und ich kenne sie noch nicht alle. Es geht um Ausgleich. Auch hier wieder auf der materiellen Ebene. Also hier ist ein enormer Konflikt, vielleicht jetzt, ich weiß nicht, um was es geht. Ja, ist diese männliche Energie, die Energie des gefallenen Königs der Stäbe. Ist es deine Energie, dein männlicher Anteil oder ist es eine Person, auf die du schaust? Ich spreche es jetzt einfach mal so, als wäre es deine Energie, okay? Und wenn es eine andere Person betrifft in deinem Leben, dann bitte ich dich diesbezüglich umzudenken. Das ist gerade für mich oder für den Redefluss ist es gerade viel, viel einfacher. Hier sieht es so aus, als hättest du aktuell brutal Schwierigkeiten damit, die Dinge, die geschehen in dir, um dich herum, in eine Form von Gleichgewicht zu bringen, dass es hier auf der materiellen Ebene sich setzen kann, manifestiert wird. Ich muss dazu sagen, diese Energie, ich weiß nicht, ob ich da schon durch bin, ich hatte das vor kurzem auch. Und zwar, ich erzähle es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, vielleicht hilft es dir innerhalb dieser Energie oder vielleicht hilft es auch ein bisschen mehr zum Verständnis oder vielleicht ist es ja die gleiche Situation, in der du dich befindest, keine Ahnung. Deswegen, ich erzähle es einfach mal. Also ich hatte enorme Bewusstseinsschwierigkeiten, enorme Schwierigkeiten mit der Erdung, wirklich hier auf der Erde. Ja, wie soll ich das sagen? Es war nämlich total creepy, also nicht wundern, wenn sich das jetzt total verrückt anhört. Ich hatte Schwierigkeiten, hier zu sein. Auf der materiellen Ebene, in dieser irdischen Welt. Weil ein Teil von mir, es hat sich angefühlt, als wäre ich irgendwie auseinandergerissen und der größere Teil von mir war aber irgendwo in dieser spirituellen Welt im Schleudergang. Und da geht es jetzt nicht mal um gewisse Themen, also um spezielle Themen, sondern es war wie eine Art Aufruf, ich gucke gerade auf die Uhr, 12:12 Uhr, okay, die 3 und die 3, auch nochmal die 6, alles klar. Okay, wo war ich jetzt? Ja, das war ein Ruf, ein Abholen auf die nächste Ebene, eine Art Lernwirbel, ein Bombardieren mit gewissen Botschaften und Infos. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich vorher dagegen gewehrt oder war nicht offen dafür und da hat man jetzt irgendwie entschieden, so bam und du bist jetzt dran und du kommst jetzt her und wir stopfen dir hier alles in deinen Kopf rein, was geht, sämtliche neue Infos, Botschaften, Hinweise, Impulse und. Und ich muss gestehen, da ist irgendwas
mit mir passiert in dieser Zeit. Und ja, es war irgendwie so ein 24/7-Effekt. Ich war zwar hier auf dieser irdischen Ebene, aber irgendwie doch nicht. Und irgendwas ist in mir passiert, was sich komplett und grundlegend geändert hat. In der Persönlichkeit, gut, Persönlichkeit jetzt vielleicht nicht für jeden einsehbar, aber in der Einstellung, in den Werten, in den Gedanken und Gefühlen, in den Mustern. Es fühlt sich teilweise für mich auch ein bisschen befremdlich an und als wäre ich ein anderer Mensch geworden durch dieses ganze neue Wissen. Dementsprechend, ich wusste nicht, ob ich irgendwie auch eine Ankündigung dazu mache. Ich habe jetzt einen komplett anderen Zugang zu den Tarotkarten, also speziell das Tarot, die kleine Arkana, die große Arkana, was da für wilde Dinge und Erkenntnisse aufgekommen sind, das ist der Hammer. Es ist der absolute Oberhammer. Und genau, wollte ich einfach nur mal kurz erzählen, vielleicht bist du gerade in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen. Falls ja, mach dir keinen Kopf, es geht vorbei, okay? Es geht immer alles vorbei. Bleib drin, bleib dabei, lass fließen, lass einfach geschehen. Lass dich vollstopfen mit sämtlichen Energien und Visionen und durchlebe alles so bewusst wie möglich. Und dann warte, bis es vorbei ist. Und dann guckst du dir das Ganze an und bist einfach nur bam, geplättet. Ja, also durch diese ganze Info. Okay, gehen wir mal ganz kurz wieder zurück zur eigentlichen Legung. Also hier die männliche Energie, oder dein Anteil der männlichen Energie, der hier komplett in der Schwebe steht, quasi das Gleichgewicht nicht findet, die Anbindung nicht findet, in der Nacht gefangen ist. Oh, Nacht, Träume, egal wann du träumst, ja, auch tagsüber, wenn du vielleicht im Mittagsschlaf machst oder im Schichtdienst bist oder so. Schreib mir das bitte mal in die Kommentare. Hast du aktuell auch ziemlich creepige Träume, also wirklich ganz, ganz verrückt? Kann ich auch kurz ein Beispiel nennen. Ich habe letztes Mal, ich war so fix und alle, ich habe dann Mittagsschlaf gemacht. Ich lag auf der Couch und mir sind die Augen einfach so zack, boom, zugefallen. Und ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich will nur sagen, ich hatte einen luziden Traum, den ich aber nicht kontrollieren konnte. Ich wusste im Traum, dass ich träume. Und ich stand noch so da im Traum und denke mir, oh geil, ich habe einen luziden Traum. Das heißt, alles ist jetzt unter meiner Kontrolle. Ich kann hier ein bisschen rumspielen und so. Nix ist gewesen. Ich konnte gar nichts machen. Und das hat mich dann so geärgert in dem Traum und das hat mich so gewundert. Und in dem Traum war es so, dass ich meine Augen nicht öffnen konnte. Also ich hatte die Augen geschlossen, aber ich konnte trotzdem alles sehen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mach die Augen auf, mach die Augen auf. Und dann habe ich tatsächlich auf der Couch in der Realität meine Augen geöffnet. Habe ich mir gedacht, what the fuck, was geht hier ab? Und ich war aber immer noch so müde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ein paar Minütchen ruhe ich mich noch aus, habe die Augen geschlossen und war bam, wieder zurück in diesem Traum. Also bitte sagt mir irgendeiner, dass ich mit so einem Blödsinn nicht alleine bin, okay? Das ist nämlich, es war echt freaky, brutal. Also auf eine schöne Art und Weise. Ich hatte total viel Spaß dabei. Ja, es waren auch so ein paar erschreckende Momente mit drin, aber es war im Großen und Ganzen was echt ein interessantes Erlebnis. Ja. Okay. Also. Das ist die Situation. Die Träume, achte auf deine Träume, da sind so viele Botschaften. Diese Botschaften wiederum helfen dir, in die Anbindung zu kommen, dieses Gleichgewicht, also diese Energien ins Gleichgewicht zu bringen. An dieser Stelle darf ich auch sagen, es ist überhaupt nicht schwer, wenn man das Gefühl hat, man schafft es gerade nicht so. Okay, das soll bitte nicht den Selbstwert in irgendeiner Form noch mehr
in den Keller drücken oder noch mehr spalten oder so, weil im Leben, auf unserem Weg geht es nicht darum, irgendeine Leistung zu erbringen, irgendwie zu sagen, boah, ich muss das jetzt so und so viel Bewusstsein erreicht haben in dem und dem Zeitraum. Nein, darum geht es nicht. Absolut nicht. Also, so, jetzt bin ich so sehr im Drumherum gewesen, im Ganzheitlichen, dass ich jetzt erstmal überlegen muss, wie geht's weiter, wo machen wir weiter? Wir haben die Situation, wir haben den Grund, mit was es zusammenhängt. Oh, Moment, Kinder, falls du Kinder hast oder ein Baby im Sinne von Projekt, das du vielleicht gestartet hast oder starten möchtest. Und da es aber zwischen dir und diesem Kind eben gibt es gewisse entweder Differenzen oder die Energie wechselt zwischen euch beiden. Also da ist deine Energie und da ist die Energie des Kindes, des Babys, Schrägstrich Projektes. Und da wird gerade etwas neu connected. Gerade vielleicht, wenn es Familienthemen gibt, Ahnenthemen, wo du schon angefangen hast, diese zu bearbeiten, die aber natürlich auch irgendwo teilweise auf dein Kind übergesprungen sind, also jetzt tatsächliches Kind, da tut sich gerade einiges. Und da ist ein Wandel. Haben wir irgendwie demnächst mal einen Vollmond im Krebs? Der ist mir... Ich weiß nicht, ob es mit dieser Legung zu tun hat, aber das habe ich die ganze Zeit im Hintergrund. Und deswegen suche ich jetzt noch schnell die Botschaft raus. Wer weiß, vielleicht ist es wichtig. So, Vollmond im Krebs, nee, das ist der Neumond. Hier, Vollmond im Krebs. Ein persönliches Problem erreicht eine Lösung, ein persönliches Problem wird gelöst. Vielleicht auch eine Auflösung zwischen dir und deinem Kind, beziehungsweise zwischen dir und einem Projekt. Ja, entschuldigt bitte, ich kann es gerade nicht anders aussprechen. Ja? Also entweder es geht hier um dich, also nicht nur, es ist jetzt auch nochmal ein weiteres Szenario, um dich und ein Kind von dir oder mehrere Kinder, alle Kinder oder eben eine Sache zwischen dir und einem Projekt, eine neue Wohnung, einen neuen Job, was auch immer oder einer anderen Person natürlich auch. Ja, hier der Vollmond im Krebs, Lösungsansätze. Bevor Lösungsansätze kommen in diesem spirituellen, universellen Rahmen, kommt es ganz oft vor, dass der ganze alte Müll nochmal an die Oberfläche kommt. Okay, dieser ganze Schlamm, der nach oben gespült wird. Und in den meisten Fällen, je nachdem wie bewusst man ist, muss man nochmal komplett durch. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So, wieso gucke ich jetzt wieder auf die Uhr und es ist 12:21 Uhr? Ich krieg die Krise. Ich glaube, das Beste in dieser Situation ist, wenn wir darauf gucken, was können wir tun, wie können wir uns am besten verhalten, dass wir nicht ganz wahnsinnig werden oder dass uns die Situation nicht allzu sehr belastet. Einfach, dass wir ruhig und offen genug hindurchschreiten können durch diesen Prozess. Des Lightseers. Na, Moment, gleich. Ich habe hier noch was anderes. Es gibt
Es gibt sicherlich noch die ein oder anderen Aspekte, die sich zeigen, beziehungsweise vielleicht sogar auch unverarbeitete Themen. Die möchte ich kurz noch mit auffassen. Vielleicht hat es nichts mit dir persönlich zu tun. Vielleicht hat es mit der Situation, dem Projekt der anderen Person zu tun. Vielleicht ist auch nicht alles deine Energie, also was wir jetzt hier sehen werden, aufdecken werden. Aber guck dir das einfach mal an. Ablehnung, Kritik, ignoriert werden, Dinge tun, um Menschen zu gefallen. Unter dem Deck die Seelensuche, der Aufstieg, die Erleuchtung. So, jetzt frage ich dich. Jetzt frage ich dich ganz speziell. Ich zeige hier nur mal kurz die Karten. Da. Da. Und da. Wenn man in der vollkommenen Dunkelheit steht und dazu gezwungen ist, selbst das Licht zu sein, selbst zu leuchten und zu scheinen, sich selbst zu erleuchten. Das ist der Moment, in dem man richtig aufräumen kann. Also so ein richtiger Großputz. Also nochmal zurück zu meiner Frage. Was hast du zu schaffen mit Ablehnung, mit kritisiert werden, also abgelehnt werden, kritisiert werden, verurteilt werden, ein falsches Licht über dir, wenn Leute oder Menschen dich falsch einschätzen, dich bewerten direkt. Was ist das für eine Thematik? Was steckt da dahinter? Was löst es in dir aus? Das hier ist eine Art Heilungsprozess auch in diesem Sinne quasi, dass damit aufgeräumt werden kann. Vielleicht fühlst du dich schon stabiler, vielleicht ist es aber auch in der letzten Zeit vorgekommen, dass du vermehrt irgendwie abgelehnt wurdest oder bewertet, verurteilt. Ich will nicht sagen kritisiert, weil Kritik ist ja irgendwo auch was Gutes, aber hier geht es schon eher Richtung Mobbing vielleicht, Richtung Hate, Richtung Fertigmachen. Demütigung, jetzt, mir ist das Wort nicht eingefallen. Und da ja vielleicht mit dem Selbstwert hier und da gerade was nicht stimmt oder weil das ja vielleicht ein bisschen instabil ist, oder hast du dir vielleicht gewünscht, dass du einfach mutiger bist, dass dein Selbstwert wieder mehr wird? Ja, herzlichen Glückwunsch, genau solche Sachen kommen dann auf dich zu, genau solche Situationen zeigen sich dann, indem man konfrontiert wird, mit noch mehr Bewertungen, mit noch mehr Verurteilungen und Ablehnungen und was weiß ich, was ich jetzt alles gesagt habe, ne? Und da kannst du dann erstmal beweisen, wo dein Selbstwert wirklich herkommt. Ja, also, was haben wir hier? People Pleaser. Wenn man immer nur ignoriert wird, vielleicht ja auch eine alte Ahnen- bzw. Familienthematik aus der Kindheit noch oder so, ja, wenn man so sehr übersehen wird und überhört wird, dass man anfängt, nur noch so zu funktionieren, wie man den Leuten am besten gefällt. Ja, mein dummes Grinsen sagt eigentlich schon alles, gell? Das ist ein absolutes No-Go. Aber ich weiß nicht, gibt es Menschen, die sowas noch nie gemacht haben in ihrem Leben? Ja, in den meisten Fällen, egal, nein, das spreche ich jetzt nicht aus. Wir sind nicht hier, um irgendwem zu gefallen. Wir sind nicht hier, um andere Menschen glücklich zu machen. Es gibt nur eine einzige Persönlichkeit, der wir Glück bescheren müssen. Es gibt nur eine einzige Person, die wir glücklich machen müssen, und das sind wir selbst. Absolut, absolut. Egal, was andere davon halten. Und vielleicht ist das auch hier der Konflikt,
Vielleicht kannst du einfach nicht mehr, weil du nur mit dieser ganzen Scheiße konfrontiert bist. Ja? Und jetzt deine Seele sagt so, stopp bis hierher und nicht weiter. Und du bist dann komplett aufgelöst, um dich wieder neu zu finden, um dich wieder zu sammeln. Vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit, dass du dich selbst rausarbeitest, dich selbst entwickelst. Vielleicht bist du gerade dein größtes Projekt. Ja, Hammer. Hammergeil. Das ist der Weg und das ist das Ziel. Wir sind allein in dieser Dunkelheit. Jeder ist alleine in seiner eigenen Dunkelheit. Aber das Ziel ist es, die Dunkelheit zu erleuchten mit seinem eigenen Licht. So, aber jetzt lege ich wirklich auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe, und zwar, ich habe es vergessen, Moment, es fällt mir gleich wieder ein. Wir sind hier leider nicht im Live, es kann mir keiner schreiben. Also, was kann man jetzt tun, um offen zu bleiben und am leichtesten durch diese Situation, durch diesen Prozess hindurch zu gleiten, um alle Erkenntnisse und Botschaften und Hinweise auffangen zu können, erhalten zu können? Weil wir wollen ja hier nicht mit verschlossenem Herzen und verschlossenen Augen durch. Nee, wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen. Wenn wir diese Achterbahn schon durchleben, dann aber bitte mit Sinn und Zweck. Guck dir das an. Nochmal die 2 der Münzen. Die 2 der Schwerter. Interessant. Die 5 der Schwerter. Der Ritter der Stäbe. Habe ich irgendwas gesagt und der Page der Kelche unterm Deck? Habe ich vorhin irgendwas gesagt mit Konfrontation und Konflikt? Also, was ist der Rat des Universums? Versuch nicht, irgendwas ins Gleichgewicht zu bringen. Versuch nicht, mit Dingen zu jonglieren, die nicht in deiner Macht stehen. Versuch nicht, Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, die nicht ins Gleichgewicht gehören. Es gibt eine bestimmte Balance, aber um diese Balance zu finden, kann man nicht krampfhaft etwas in der Balance halten, sondern es muss mal einmal komplett aus der Balance schwingen, um die Mitte wieder zu finden, um die Harmonie wieder zu finden. Bam! Deswegen gehört in jede gute Beziehung, egal mit wem oder was, auch mal ein richtig fetziger Streit, ja, so richtig Bam! So mit Türen zuschlagen und Teller gegen die Wand schmeißen, das ist mir schon. Das ist meine Traumvorstellung, ne? Ja. Du musst gewisse Dinge jetzt nicht sehen, du musst es nicht wissen. Gib dich wirklich deiner Zerrissenheit hin. Du musst es nicht ausbalancieren. Du musst nicht versuchen, es auszugleichen. Gib dich einfach mal dieser Zerrissenheit und vielleicht auch dieser Verlorenheit hin. Wir wollten wissen, wie wir bestmöglich und offen dahin durchgleiten können. Ja, das ist die Antwort. Bleib in dem Zustand oder erlaube diesem Zustand, der sowieso da ist, erlaube ihm da zu sein. Halte ihn aus. Oh, da ist verdammt viel Wachstum drin, verdammt viel Wachstum.
Mach dich nicht fertig dafür. Geh bitte dadurch nicht in irgendeine Selbstkritik oder so. Mach dich selber nicht fertig und mach dich selber nicht verrückt. Ah, wieso kann ich das jetzt nicht besser? Wieso habe ich das nicht geschafft? Vielleicht kommen ja auch irgendwelche Glaubenssätze rauf. Ja, also in Bezug auf dich persönlich, in Bezug auf deine Selbstwertthemen, wo du dich selbst am liebsten fertig machen möchtest, der innere Kritiker und der innere Richter, der dann auf einmal die Klappe aufreißt und sagt, oh, du bist so dumm und du bist so scheiße und jetzt stell dich nicht so an, jetzt streng dich doch mal an. Nein. Sei ein Häufchen Elend, ja? Durchlebe es, let it be. Lass es so sein, wie es ist. Versuch nicht, die Situation zu verändern. Versuch nicht mit Zwang und Druck an irgendetwas zu drehen, was nicht in deiner Kontrolle liegt. Manchmal leitet man einen Prozess. Also zumindest auf der irdischen Ebene, ja, kann man Prozesse leiten. Aber manchmal wird man auch durch den Prozess geführt. Entweder indem man an die Hand genommen wird oder indem man einen Arschtritt bekommt, dass man halb durchfliegt bis zum Ziel. Na? Leg nicht zu viel Gefühl rein im Sinne von, lass dich emotional davon nicht zu sehr triggern. Finde deine Ruhe, finde deinen Mittelpunkt. Zum Thema Ruhe muss ich auch gleich nochmal was sagen. Lass es nicht so an dich ran. Lass es deine Gefühlswelt, deine emotionale Ebene nicht durcheinander bringen. Also hier geht es darum, dass du wirklich den Kopf und dein Herz komplett rausnimmst, im Sinne von die Kontrolle abgeben und einfach mal das Universum machen lässt. Ja, und jetzt habe ich gerade vor ein paar Sekunden habe ich gesagt, ich wollte zu dem Thema noch etwas sagen und jetzt habe ich vergessen, zu was ich was sagen wollte. Hä? Wieso habe ich jetzt den Ritter der Stäbe ausgelassen? Ich bin ja lustig. Okay, egal. Das hier ist die Energie, der Funke deiner Spiritualität, der unterbewusst, vielleicht auch sogar unbewusst arbeitet. Das ist die Bewegung im Raum. Das ist die Energie, die niemals stillsteht, von der du dich treiben lassen darfst. Ohne etwas zu beeinflussen, ohne dich irgendwie fertig zu machen. Schau mal, warte mal, so liegt es hier auf meinem Tisch. Wir haben hier die Kopfebene und wir haben hier die Herzebene. Lass es komplett raus, wie ich gerade schon gesagt habe. Lass deinen Spirit, lass deinen Geist, lass deine Leidenschaft einfach fließen. Lass dich führen, lass dich durchführen. Das ist das Beste, was man in dieser Situation machen kann. Ohne Druck, ohne Zwang. Okay. Oh, lecker. Wenn ich das Video nachher kontrolliere und dann höre ich ja nochmal, was ich gesagt habe, so von wegen, wozu ich nochmal etwas erzählen wollte. Wenn es wirklich was Wichtiges ist, was ich jetzt in irgendeiner Form noch nicht angesprochen habe, dann werde ich das nochmal schriftlich in die Kommentare packen, okay? Sowas findest du dann immer im ersten Kommentar. Also von dem her machen wir uns da keinen Stress. Gut. Gut, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir ganz schön Zeit verbraucht auch. Ich werde jetzt weiterarbeiten und ich drücke euch ganz fest.